Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Battlefield 2042 Video. Vielen Dank, dass ihr weiterhin mit am Start seid und auch nochmal vielen Dank für euren krassen Support auf dem letzten Video. Hat mich wirklich sehr gefreut. Schauen wir mal, ob wir genau da heute aufsetzen können. Ich habe heute ein Video für euch mit dabei, in dem wir mal die besten Einsteigerwaffen, und das darf ich vorab auch schon mal sagen, da besteht auch eine sehr, sehr hohe oder große Schnittmenge zu den, ich sag's mal, zu den besten Waffen für Battlefield 2042. Wir gehen einmal komplett durch alle Kategorien durch, also einmal die Sekundärwaffen, einmal die MPs, einmal die Sturmgewehre, einmal die LMGs, die Präzisionsgewehre, Scharfschützen und die sogenannten Utility Guns. Da sind natürlich Shotguns, Laserbeam und auch die Armbrust mit dabei. All das im heutigen Video. Ich freue mich, wenn ihr mit am Start bleibt, und ihr wisst ja, dass ich immer mal wieder auch einen Waffenguide rauszimmer. Also wenn ihr zu den Waffen dann vielleicht doch nochmal was Detaillierteres wissen wollt, schreibt es mir an der Stelle sehr gerne in die Kommentare, und dann gibt es dafür natürlich auch nochmal ein separates Video. Also, auf los geht's los. Wir starten mit den Sekundärwaffen, und das sind ganz einfach die Pistolwaffen oder die Pistols, ganz einfach gesprochen. Und da ist der Best Pick oder die beste Sekundärwaffe, die ihr zum Einsteigen oder halt auch in general, sage ich mal, nehmen könnt, ganz klar die G57. Die könnt ihr nämlich ausstatten, indem ihr die Waffe auf einen Salvenmodus stellt, und das bedeutet dann, dass ihr ja ganz einfach eine Salve damit rausballert. Zusätzlich könnt ihr ein Trommelmagazin mit einpacken, was ich euch auch empfehlen würde. Ihr setzt einmal die Taschenlampe drauf für den maximalen Blendeffekt und einmal den Waffenpräzisionstaktischen Kompensator. Je nachdem, wie ihr das ganz gerne macht. Ich habe ganz gern Rotpunkt-Visier oben auf der Waffe drauf. Ist natürlich jedem selber überlassen. Auch Iron Sight natürlich an der Stelle. Größere Visiere würde ich jetzt da nicht verwenden. Lässt sich auch einigermaßen aus der Hüfte schießen, aber das Optimum ist schon, wenn ihr nochmal ins geht, und nicht vergessen, den Salvenmodus zu aktivieren. Gut, nächste Kategorie, die MPs. Da würde ich fast sagen, da gibt es ja relativ viel Gutes. Auch hier die beste Einsteigerwaffe aus meiner Sicht, ganz einfach gesprochen, auch aus Sachen Rückstoß, Magazinkapazität, Feuerrate und so weiter, ist ganz klar die PP29. Der eine oder andere erinnert sich noch an den Anfang von dem Spiel, als das Ding absolute Meta war, vor allem mit dem Longlauf, also wo ihr auf Range gehen konntet und damit noch jedem Sturmgewehr überlegen wart. Natürlich ist auch nach wie vor eine K30 sehr stark, auch eine MP9 oder eine PBX kann man auf jeden Fall mitnehmen. Top of the top ist aber ganz klar die PP29. Da kann auch mal was dagegen gehen oder daneben gehen, weil ihr habt ein 64er Magazin, ihr habt eine Feuerrate von 700, ballert Schaden raus, lässt sich auch wirklich sehr gut aus der Hüfte schießen, und da seid ihr in sämtlichen Situationen sehr, sehr gut aufgestellt. In der Kategorie der Sturmgewehre, also auch da gibt es viel Gutes, insbesondere ich würde sagen, dass aktuell die SVA nach wie vor eine der Meta-Waffen ist. Auch die AM40 ist sehr, sehr stark und ja, ist auf jeden Fall mit der M5A3 gleich auf oder ähnlich auf jeden Fall anzusehen, aber trotzdem ist die M5A3 definitiv die beste Einsteigerwaffe. Warum? Auch das ist relativ einfach, weil ihr könnt natürlich ganz regulär eure diversen Visiere draufpacken. Ihr könnt für den Nahkampf ein Nahkampfvisier bzw. Magazin mitnehmen, und das pumpt eure Feuerrate in Summe auf ganze 960. Also da habt ihr eigentlich eine MP mit einer Feuerkraft, also mit einem Schaden von einem Sturmgewehr, absolut insane. Wichtig ist dazu nochmal zu sagen, packt auf jeden Fall den Shortlauf drauf, der bringt euch nämlich auch nochmal eine zusätzliche Kadenz, also da rundet er hier auch nochmal auf über eine 1000er Feuerrate. Unter Präzision habe ich ganz gerne den Griff für in Bewegung mit dabei. Der supportet euch halt dann auch, wenn ihr mal aus der Hüfte schießen wollt. Dagegen steht immer noch ja, der Aufsatz, den man auch gerne mitnehmen kann. Präzision mit beim Zielen mit Visier. Das ist natürlich, wenn ihr in Zeit reingeht. Also einen von den beiden würde ich euch auf jeden Fall empfehlen mitzunehmen, und dann könnt ihr natürlich auch noch auf ein normales, in Anführungszeichen normales Magazin wechseln, und da habt ihr ein komplett kompetitives Sturmgewehr. Also wie gesagt, eine MP und Sturmgewehr in Summe. Klar, die anderen Waffen kann man auch alle mitnehmen, aber wir sagen ja hier die besten Einsteigerwaffen beziehungsweise ja die besten Waffen, was eben in Richtung Rückstoß gehen kann. Nächste Kategorie, die LMGs. Und
ja, da gibt es sehr, sehr viele Laserbeams. Also mein persönlicher Favorit ist fast die LC. Aber wenn wir jetzt nochmal eine Stufe weitergehen, muss man fast auf die Avensis gehen. Die ist nochmal von, Zielstabilität und Rückstoß nahezu überhaupt nicht vorhanden. Eigentlich das Beste, was man so mitnehmen kann. Gerade wenn ihr neu ins Game geht oder wenn ihr seit langem mal wieder anfangt. Auf jeden Fall immer eine sehr gute Wahl. Auch da nehmt ihr natürlich die Visiere mit, auf die ihr Bock habt. Ich würde euch immer hier den taktischen Kompensator empfehlen, weil der gibt euch einfach all over eine Waffenpräzision. Also nicht nur horizontal oder vertikal, sondern eben in Summe. Die würde ich immer mit draufbringen und ja, nehmt die Standardmunition mit. Ihr könnt noch einen High Power mitnehmen und da ein bisschen durchwechseln. Wichtig ist immer, dass man noch eine vernünftige Feuerrate mit am Start hat und bezüglich der Untergriffe haben wir auch natürlich wieder dieselbe Diskussion. Da nehme ich aber gerne das leichte oder den leichten BCG-Griff mit, weil natürlich so ein LMG schießt man dann doch vorsorglich aus dem Visier, weniger aus der Hüfte. Da ist der Spread ohne dies zu hoch, also da lohnt es sich auf jeden Fall eben diesen Untergriff mitzunehmen. Dann kommen wir in die nächste Kategorie und das sind die Präzisionsgewehre und da muss man in Summe sagen, okay, auch wenn man mal zwischendrin mal so ZH29B5 Vibes bekommt, wenn einen die SVK, die wirklich sehr, sehr stark sein kann, wegholt, ist trotzdem meine Empfehlung aus der Kategorie ganz einfach die BSVM. Warum ist es so? Weil auch diese Waffe kann ich wieder in einen vollautomatischen Modus wechseln. Also ihr könnt den Feuermodus wechseln, dann habt ihr nicht nur Single-Schuss, was alle anderen Waffen haben, sondern ihr könnt sogar vollautomatisch mit dem Ding durchholzen und ja, die macht halt trotzdem Two-Shot, Headshot, Dead. Also auf jeden Fall nach wie vor super stark das Teil. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen mitzunehmen. Packt ein Holovisier mit drauf. Nehmt in jedem Fall das High-Power-Magazin mit und in der Erweiterung kann man klar nochmal Unterschall-Nahkampf oder Nahkampfvisier bzw. Magazin mitnehmen. Wichtig, den verkürzten Schalldämpfer für Short Range. Das erhöht euch nämlich auch nochmal die Feuerrate und dann haben wir wieder dieselbe Diskussion mit dem Untergriff. Präzision in Bewegung oder Präzision beim Zielen mit Visier. Auch da hängt es wieder ein bisschen von eurem Spielstil ab. Ich mag es gern offensiv und deswegen macht es bei der Waffe durchaus Sinn, die Präzision in Bewegung ganz einfach mitzunehmen. Dann kommen wir in den Scharfschützen-Gewehr-Spektrum-Kategorie und das ist, glaube ich, so die einzige Kategorie, wo auch mal eine Portal-Waffe bzw. eine Vault-Waffe, also sprich eine Waffe aus alten Battlefield-Teilen zum Tragen kommt und auch wirklich Sinn macht. Da muss man auch gar nicht so viel mit den Attachments umeinander, wechseln, weil es ist relativ klar. Mein Favorite ist definitiv dieses schöne Teil. Und warum ist es so? Es hat die größte oder die schnellste Feuerrate, die ihr ausrüsten könnt. Ihr kommt sehr, sehr schnell ins Visier wieder rein und fühlt sich einfach all over am besten an. Klar, von der Präzision, wer damit zurechtkommt, kann auch sehr gerne mit der Roche MK4 reingehen. Da muss man allerdings dann dieses Delay beherrschen. Bin ich nicht so, also ist nicht so meins, deswegen würde ich euch da auf der oder an der Stelle ganz klar die Goal empfehlen und ja, nehmt bitte nicht die One-Hit-NTV 50. Klar, ist irgendwie nicht schlecht natürlich, aber das ist nicht das, womit man sich anfreunden sollte. Außerdem dauert es ewig, bis die mal ins Visier geht. Die Kadenz, also sprich die Feuerrate, ist immens niedrig und das ist doch nicht das, was wir wollen. Und dann kommen wir auch schon in die letzte Kategorie, Utility. Also, wir haben die Shotguns mit drin und ja, da habe ich auch ein bisschen überlegt, ob ich das mit angeben soll, aber klar. Die 12M Auto ist das absolut gottloseste Teil, was es in Battlefield 2042 aktuell gibt und immer noch nicht genervt, also kann man immer noch auf sämtliche Distanzen die Leute one-shotten und ja, muss man jetzt nicht zu viel können. Klar, als Einsteigerwaffe mit Sicherheit geeignet, trotzdem würde ich euch doch empfehlen, packt mal ein schönes Sturmgewehr ein, eine schöne MP und versucht mal da an den Start zu kommen oder euch reinzufinden in das Game. Natürlich ist die sau stark und ich zeige euch trotzdem mal auch das Loadout da drauf. 50er Trommelmagazin, dann nimmt man noch einmal den Blendeffekt mit, gerade auf Close Combat und den Short oder den verkürzten Lauf, um auch nochmal die Feuerrate im Autofeuer nach oben zu pushen. So, das waren jetzt zumindest mal meine Picks. Wie gesagt, aus meiner Sicht die besten Einsteigerwaffen, wenn ihr neu im Battlefield 2042 seid.
durchaus auch eine große Schnittmenge eben mit den Meta-Waffen. Da sollte doch für jeden etwas dabei gewesen sein. Jetzt könnt ihr mir an der Stelle gerne in die Kommentare schreiben, was denn eure Lieblingswaffe zurzeit ist und ob ihr zu einer speziellen Waffe, also jetzt nicht auch unbedingt zu den präsentierten, sondern vielleicht auch zu einer anderen, nochmal einen Waffenguide sehen wollt. Dann an der Stelle, wie gesagt, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir haben es für heute. Guten Start in die Woche, Leute. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein und haltet die Ohren steif. Euer A-Team.